So, liebe Freunde, Zocker und YouTuber, willkommen zurück zu Starfield. Oh Gott, was für eine Sonne. Wir landen jetzt auf New Atlantis, wo uns der gute Barrett ja hingeschickt hat. Der hat ja gesagt, hey, komm, melde dich mal bei der Constellation, also bei der Organisation. Und die hat wohl ihren Sitz in New Atlantis. Also würde ich sagen, zack, Kinder. Vielleicht können wir da auch unseren ersten Mist verkaufen, den wir hier die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Genau, New Atlantis ist die Hauptstadt der New Colonies. Irgendwas. So, verlassen? Was ist denn, wenn ich verlassen drücke? Bin ich dann gleich raus aus dem Raumschiff oder was? Tatsache. Das ist auch sehr cool. New Atlantis, Ort entdeckt. Sprich mit dem Servicetechniker des Schiffs. Wer ist denn hier der Servicetechniker? Ist der Servicetechniker? Nee. Tag. So, Vasco kommt mit. Bist du der Servicetechniker? Das ist der Schiffswartungstechniker. And he's your new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Über den Handelsaufsichtsautomaten. Das Schiff muss repariert werden. Wie viel Credits hab ich denn? Ihr Napfsülzen. Ich guck mal kurz, was der Schiff im Angebot ist. I'm sure you can find something you like. Was kann man denn hier so kaufen? So, Händlercredits, deine Credits. Ich hab 3200, das ist ja total billig. Sieht natürlich cool aus. Hat was? Was hat er noch so? Galileo. Sich. Okay. Ich meine mal, ich weiß natürlich, dass man Schiffe selber bauen kann. Was kostet der ganze Spaß so? Steht das irgendwo? Nö, das steht nirgendwo. Wo zum Henker kann man die... Keine Ahnung. Ich gehe mal einfach davon aus, dass ich nicht genug Schiffe habe. Nicht genug Credits habe. Genau, wo kann ich meine Sachen verkaufen? The Trade Authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Okay, da gehen wir als erstes... Besides that, Jemison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. Alles klar, okay. Mein Schiff muss repariert werden. Gebe ich da 1000 Credits für aus? Na komm. Nothing for us to do. You're in good flying condition. Alles cool, okay, wir haben gar keine Schäden. Das ist natürlich cool. Ich würde gerne mein Schiff sehen und modifizieren. Mal gucken, was kann man da so machen? Sure, have at it. So, das ist mein hässliches Pöttchen, keine Ahnung. Schiffsbilder. Nee, da lassen wir erstmal die Finger von. Schiff verbessern. Was ist denn Schiff verbessern? Hier, komm. Dank des Schiffsupgrade kannst du Verbesserungen an deinem Schiff vornehmen, ohne dir den Kopf darüber zu machen, wo Module platziert sind. Für einige Upgrades kann es Level- und Skill-Voraussetzungen geben. Aha, okay. Pulslaser. So, achso, das ist, was installiert ist, ne? Nehme ich mal stark an. Ja. Raketenwerfer, Antrieb, White Dwarf. Der Antrieb heißt weißer Zwerg. Schildgenerator. So, also wenn ich jetzt mal hier gucke, bei dem Pulslaser, dann kann ich da kaufen für ganz dezente Credits. Ja, so teuer sind die gar nicht. Raketenwerfer, okay. Cool. Und was ist mit Antrieb? Da kann ich gar nichts kaufen. Sehr schön. Und was mit Schildgenerator? Kann ich auch nichts kaufen. Gut. Aber ich denke mal, das können wir alles erstmal... Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Ja, ja. Gut, gut. So, was hat er jetzt gesagt? Direkt an der Rampe ist ein Terminal. Das ist hier der Trade-Tatsache. Das ist die Handelsaufsicht. So. Waffen. Den Cutter behalten wir natürlich. Die Malstrom. Warte mal. Ripshank. So, jetzt müssen wir mal passen. Wo ist denn Verkaufen? Verkaufen ist Q. Der Ripshank kann weg. Moment. Moment, nochmal. Moment. Wie?
Masse, da. Ach so, das ist... Ich bin tatsächlich ein bisschen überladen. Vielleicht deswegen... Vielleicht habe ich deswegen so einen Sauerstoffverbrauch. Das kann natürlich... Okay. Das kann natürlich sein, dass ich deswegen so einen irrsinnigen Sauerstoffverbrauch habe. Und dann ich aber erstmal gemeckert ohne Ende. So, die Eon, die hätten wir auch noch, ne? Solities. So, die können wir mal verkaufen. So, sonstiges. Wo ist Verkaufen? Wo ist Verkaufen? Ich will die verkaufen. You have picked up too much matter and become over-encumbered. Ja, weiß es doch. So, die Eon. Eine Eon behalten wir mal. So. Haben wir eine Grenze? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir haben eine Solities. Wir haben eine... Das Ripshank haben wir. Wir haben eine Maelstrom und wir haben eine Grendel. Was wir nicht haben, ist eine Eon. Die Eon behalten wir mal. Ein Rettungsakt brauchen wir auch nicht so viel. Da können wir mal sagen, hier. Ne, eigentlich kann man die komplett verkaufen, ne? Ja. So. Dann haben wir noch das Ripshank. Das können wir auch komplett verkaufen. Ich bin total überladen gewesen. Deswegen habe ich so viel Sauerstoff verbraten. Asche über mein Haupt. So. Muss mal ganz kurz gucken. Hammer. Eine Eon behalten wir auch. Modifizierte Eon. Was ist daran modifiziert? Da kann man die ja verkaufen. So. Modifizierte Maelstrom. Die wäre dann vielleicht auch besser, ne? Verkaufen wir die mal. Ja, ich weiß, dass die alles verkaufen kann. So. Da haben wir noch eine modifizierte Maelstrom. Keine Ahnung, wo. Wir verkaufen wir die mal. So, jetzt haben wir hier schon mal alles verbaselt. Die beiden müssen wir noch auswählen, dass wir die tragen wollen. Dauert jetzt ein bisschen. Munition. Ich denke mal, Munition werden wir auf jeden Fall behalten. Anzüge brauchen wir auch nicht. Wir haben hier 3 Tiefenminenanzüge. Die können wir alle verscherbeln. So. Rucksäcke brauchen wir auch nicht so viele. Können wir auch mal alle verscherbeln. So, und schon sind wir... Wir waren komplett überladen. Wie peinlich ist das? Des Veterans. Ist jetzt die Frage. Hiervon können wir einen mal verkaufen. Der sieht auch ein bisschen kaputt aus. Den verkaufen wir auch mal. Piraten-Scharfschütze. Ist jetzt nicht so schlecht, oder? Der Scharfschütze, 28, 26, EM hat er nach oben. Da geht es ein bisschen runter. Den verkaufen wir mal. Wir verkaufen mal den Piraten-Scharfschützen, den trage ich mal. Den Tiefenminen, die können wir definitiv weghauen hier und den hauen wir auch mal weg. Das heißt, wir verkaufen den noch, ja. So, da ziehen wir gleich mal den ziehen wir gleich mal an. Rucksack, Helme, Kleidung. Was habe ich an? Minenkleidung. Extraktor, das ist eigentlich egal, das ist dasselbe, ne? Das kann man auch mal verkaufen. Achtung, du behältst weniger als das Item wert ist. Ja, ist okay, passt schon. Unterziehen, das weiß ich nicht, ich glaube, das kann man auch verkaufen. So, das halten wir mal an. Laborkleidung. Ich bin natürlich ein Professor und laufe natürlich in einer Laborkleidung rum. Das heißt, das ziehen wir mal aus, ja. Dafür ziehen wir die Laborkleidung an. So, Erste Hilfe lassen wir alles erstmal, weil ich nicht weiß, ob das Zeug nicht in irgendeiner Weise für irgendwas wert ist. Notizen. Wollen wir das aufheben? Ich glaube, diesen Krempel können wir wirklich verkaufen hier. Notfall-Slate. Die heben wir mal auf. Aber die Bücher verkaufen wir. Krieg der Welten, weg damit. So, Nicholas Barry, weg damit. Hat er kein Geld mehr? Achso, der hat kein Geld mehr, deswegen kriege ich nichts mehr dafür. Das ist natürlich ein... Wie, warum hat die Kiste kein Geld mehr? Trotzdem weg. Trotzdem weg. Protokoll des Supervisors. Trotzdem. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Kann man zurückkaufen? Nein, kann man nicht untersuchen. Ehrlich gesagt kann man die auch weghauen. Zack. So. Sonstiges. Was haben wir hier noch? Ehrlich gesagt. Die Kiste hat echt keine Credits mehr. Nee. Okay, dann lassen wir das mal. Ich habe den ganzen Planeten leer gekauft.
assure you, this unprovoked attack on a United Colonies research facility will not go unanswered. We'll get you settled into your new assignments as soon as possible. For you, Bobby, that includes meeting your new foster parent. My parents aren't dead. They just took a different shuttle. I'll see them when they get here. Oh, well, of course, that's sure possible. We'll just... Helena Chambers, ID SSCOM 1327 HCHA. I was the station administrator. I'll need to report to MAST ASAP for a full debrief. My treatment thus far has been entirely unacceptable. Okay. Any authority you had was forfeit the moment House Varun zealots breached the station's perimeter, and you failed to initiate proper evacuation protocols. Thank you for your service. We'll find you a new position commensurate with your experience. And Mr. Bosch, let me just say how honored I am to meet you. By all accounts, you're the only reason anyone made it out of there alive. Well, just glad I still remembered my flight basics. It had been a while. Also da wurde offenbar eine Raumstation angegriffen. Sie war der ehemalige Administrator oder sowas. So cool. Is it true the Nat train goes 5,000 miles an hour? Or that citizens get special discounts? Or that the whole city celebrates when it's your birthday? Mine's June 11th, by the way. Aber sprechen kann ich mit denen nicht. I kinda smell, but I don't smell anything here. No, yes, no, and I will certainly mark June 11th on my calendar. As for Aquila City, well, the air purifiers here in New Atlantis are state-of-the-art. Ich frage mich, ob das nur so Chit-Chat-Talk ist oder ob die einem tatsächlich so verdeckten Quests oder Hinweise geben. Three-star Rangers helped me out quite a bit a couple years back. Got ambushed by spacers near Narion. They assisted, no questions asked. Even helped with some repairs so I could do an emergency jump home. Good people. In any event, you all must be exhausted. Just give me a moment to coordinate some details with security. Not now. Jetzt quatscht sie mich an. Does that woman have any idea who I am? I've never been in a battle before. Everyone kept telling me to keep my eyes closed, but it's kind of hard to do that when you're running. At first, I thought it was ecliptic mercenaries shooting at us, but it wasn't. It was these other people yelling about serpents and stuff. Mhm. Die Galaxis ist kein Ponyhof. Du bist mit Abstand das tapferste Kind, das ich je beginne. Nicht vorstellen, wie es wäre, meine Eltern zu verlieren. Bleib stark. Schlangen? Was für Schlangen? Yeah, it was like, snakes and serpents will eat you all. Rah, the stars will squeeze you. Rah, or something like that. I think they need psychiatric help. Meine Rede. It's fine. My dad just has terrible navigation skills. My mom says it all the time. I just hope they don't take too long. I'm sure that foster family is nice, but... Anyway, I'm fine now. I hope my parents don't take too long getting here. Mhm. Und er hier? Guess you caught some of that, huh? The galaxy is at peace and somehow seems more dangerous than ever. Spacers, House Varun, Crimson Fleet, everyone trying to grab their piece. Spacer, Haus Varun, Crimson Fleet, das scheinen alles so Piratenfraktionen zu sein. Float through the stars and Die Crimson Fleet haben wir ja schon kennengelernt. Wer sind denn die Spacers? Really? You must have been hiding under a moon rock your whole life if you've managed to dodge those assholes. They're basically a bunch of space scumbags. Fly around, attack, and rob anyone they see. They're pretty disorganized and easy to fend off until they aren't. They're a different beast than the Crimson Fleet. Generally speaking, pirates want your stuff, so they can occasionally be reasoned with. Spacers, though, they tend to shoot first and ask questions never. Okay, die Spacers sind wohl noch bekloppter als die Crimsons. Die Crimsons, naja, man kann mit ihnen reden, aber angegriffen haben sie mich trotzdem. Okay, Spacers sind andere Piraten. Was ist Haus Varun? Not what, who. How to describe House Varun? Well, imagine a bunch of colonists who set off into the stars ages ago, disappeared, and then re-emerged as a sort of
religious society. Faction, or cult, whatever you want to call them. They believe in some sort of celestial deity called the Great Serpent. Real nightmare fuel kind of stuff. About 100 years back, they picked a fight with pretty much everyone in the settled systems. I guess your school never covered the Serpent's Crusade, huh? We eventually made peace, sort of. Then they just disappeared. They're out there somewhere, or so folks assume. The ones that attacked us, they were the hardliners, for sure. You meet those guys, you run. You understand me? Okay. Also Spacers und Crimson sind stinknormale Piraten, Haus Varun sind religiöse Fanatiker, die von großen Schlangen faseln. Also quasi die Nekromanga. So sind die Menschen, wir können ein Glas Wasser ruinieren. Ach, sind wir mal optimistisch. Well now, you don't know how glad I am to hear you say that. I'm right here with you, my friend. How can you not look up to the cosmos and just be overwhelmed by its beauty? So much possibility, so much hope, even despite recent events. Absolut. Ricardo Bosch. I was the lead researcher on the station that got attacked. It was business as usual until those House Varun crazies swarmed in, spouting their scripture or whatever it was. Even the Marines were overwhelmed. Honestly, I'm just lucky to have made it out of there in one piece. We all are. Now, I just want to get back to work. Where is that woman? Yep, that I have. Had to dump a load of cargo just last year. Microscopes. Can you believe that? Guess you can sell anything these days. Pirates are a tricky lot. In space, they're all about the hit and run. You jump in, steal your stuff, and get out of there fast. Keep your cool, and you can generally talk your way out of it, so long as you're not too attached to your valuables. Stumble upon them planetside, though, and their trigger fingers get much itchier. Ja, habe ich gemerkt. So. Another time, then. Having brownouts all the time. What? No, just Ja. So, okay, aktivieren. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Hey. Aha, okay. So, warte mal. Mir ist gerade eine Sache eingefallen. Ich glaube, ich bin... ich muss mal kurz im Inventar. Ich habe erstens meinen Helm verlegt. Da rüsten wir natürlich die Laborkleidung aus. Und bei dem Helm... Wo ist denn der Helm? Da haben wir den Anzug an. Das ist okay. Und im Helm rüsten wir den aus. Der war, glaube ich, der beste. Munition, Hilfe. Okay, alles cool. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr überall. Doch, wir sind immer noch überladen. Aber das liegt auch nur daran, dass wir immer noch... dass wir nicht verkaufen können. Also, eine Station wurde überfallen. Subjekt Search for Arrivals. Proceed to Security Screening. Okay. Mach ich gleich. Ich guck mal kurz, was hier so ist. Ich fange jetzt nicht an, hier Sachen zu klauen. Komm, lass das. Ich gehe jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal einen Verkäufer finden. So, wo ist denn das? Jetzt bin ich schon wieder erschöpft, weil ich alt überladen bin. Ja, ich weiß ja. Ich könnte ihm natürlich ein bisschen was geben. Warte mal. Constellation will be waiting for you at the lodge. Do you require assistance with your items? Ja, du könntest mal hier ein bisschen was von dem Krempel nehmen hier. Vasco hat... Warte mal, wo ist denn... Inventar? Kuh? So, warte mal. Anzüge, das hatten wir alles so. Sonstiges, das wuchten wir jetzt alle erstmal zu Vasco rüber. Die Dietrich hier vielleicht nicht. Flasche mit Genprobe. Komm, erstmal alles hier, zack, zack. Rödel, Rödel, Rödel. So, bin ich jetzt überladen? Jetzt bin ich nicht mehr überladen.
I have often asked Barrett that same question at various times, and about various individuals that wanted to cause us harm. The most likely answer is that Barrett personally insulted him, typically by continuing to live, usually after escaping from certain death, and often with an object multiple people wanted. Okay, Barrett hat ihn beleidigt. Warum gibt Barrett mir sein would say Schiff? that billions of years ago, we were all one with the cosmos, so technically you have known each other forever. But the more practical answer is likely that he needs you. The number of known people who have been affected by the artifacts is now 2. Ah, irgendein... Without your investment in Constellation's mission, he may never know more about the experience you both share. So, he is showing you trust in order to gain your support. Also noch einer wurde von dem Artefakt beeinflusst. Wer denn? Nee, okay. Constellation is an explorers society founded over 50 years ago with the mission of seeking out the unknown. Members often engage in expeditions in small groups, typically 1 or 2 people, or, like Barrett and myself, 1 person and 1 robot. The membership is intentionally limited and small. Should you join Constellation yourself, you will be the 10th active member. Wie, ihr habt nur 10 Leute? So, nimmt jetzt mein Dings auch so schnell ab? Nee, jetzt nimmt er nicht mehr so schnell ab. Okay. Ah ja, okay. Und jetzt kann ich mich auch bewegen, ohne dass ich sofort CO2 auf Weiher produziere. Es tut mir leid, da hat es mich übermannt. What is this? Information zu New Atlantis. Will ich die haben? Willkommen auf New Atlantis. Gemeinsame Geschichte, Unternehmensverzeichnis, weitere Gebäude und Dienstleistungen. Das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. Ich will erstmal verkaufen, bevor ich irgendwas mache. Ja? We can take it directly to the Mast District. Ja, könnten wir machen, aber wir können auch erstmal verkaufen fahren, du alte Blechdose. Geschäftsdistrikt. Ort entdeckt. Herrschaftszeiten. Da ist die Bank, Field Office, Distribution, Commercial District. Woher zum Henker? Ich will was verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wo man was verkaufen kann. Erstmal durchs Gemüse laufen hier. Was ist das hier zum Beispiel? Guten Tag. Kann man hier was kaufen? Authorized Personal Only. Wer bist denn? Super. Danke für den Hinweis. Es kann natürlich sein, dass wir auch erstmal den Quest machen müssen, bevor wir was verkaufen können. So, was haben wir hier? Kann man hier was kaufen? Verkaufen? Ach, guck mal, hier ist es schon besser. Tap to start. Was kann man hier kaufen? Bakery, Donuts. Ich nehme mal stark an, hier können wir aber auch nicht. Ja, hier könnte ich was zu essen kaufen. Okay. Brauchen wir nicht, danke. Muss mal ganz kurz schauen, was sind denn meine Missionen? Er kann bestimmen, welche Quests im HUD angezeigt wird. Okay, danke. Kleiner Schritt. Aktivitäten. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Das machen wir später. Begib dich zur Loge. Okay, machen wir erstmal. Begeben wir uns erstmal zur Loge. Vielleicht kriegen wir ja da irgendwas hier. Ne? So, erstmal zur Loge. What? Da. Masterstrick, Raumhafen. Warte mal, warum wird mir das nicht mehr ausgezeigt? Angezeigt? Ich will ein kleiner Schritt. Ja, markier das doch mal. So. Mars District. Okay. Ab geht die Luzi.
Der Mars-Distrikt. So, wo zum Henker? Kann hier eigentlich scannen? Könnte man. Hier könnte ich so viel scannen, aber das lasse ich erstmal. Okay, wir latschen erstmal zur Loge. Ort entdeckt, Mars-Distrikt. Aha. Und jetzt sollen wir hier irgendwo lang gehen, richtig? 20 EP. Hey du Roboter! Wo soll ich denn hin? Da. Begib dich zur Loge. Ach, ist das schön, wenn man nicht mehr übermäßig CO2 produziert. Wie kommt man da hin? Der Professor. Kann man eigentlich irgendwie seine Klamotten ausziehen? So Roleplay-technisch? We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity and always has been. Danke für den Hinweis, du Blechdose. So, das hier müsste die Loge sein. Das heißt, hier hat die Constellation ihre... Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Wie kommt man da rein, wenn man nicht so eine Uhr hat? Oh, das ist ja hier... Everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Das sieht mal richtig edel aus, wie die Liga der ungewöhnlichen Gentlemen oder so. Hallo, Welcome to Constellation. Sarah. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Weil... hat mich gebeten, euch das Artefakt zu bringen. Genau. Erstmal, wer seid ihr überhaupt? Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily, but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Okay, sie wollen definitiv wissen, wo Barrett ist. Ich würde mal sagen, wir sagen ihnen die Wahrheit. Warum auch nicht? Der hat mir sein Schiff gegeben. Komm. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Naja, ich habe was gehört. Helle Lichter, Musik. Das würde mich mal interessieren. Irgendeiner hatte nämlich diese Vision noch. We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Okay, also bin ich nicht auserwählt. Ich war nur halt der Erste, der das Ding aus dem Stein gezogen hat. Deswegen hat es hier... Okay, alles klar. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Okay, also Barrett war der Zweite. Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact.
Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Okay, sie haben schon 2 Artefakte und sie haben gesagt, die reagieren, wenn man sie hier platziert. Na, dann platzieren wir mal meins. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. Naja, das scheint so eine Art... Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Absolut. Okay, das scheint so eine Art entweder Sphäre oder so ein Ringsystem zu bilden, ne? Eine Dyson-Sphäre. Nein, natürlich nicht. Na klar bin ich dabei. Ich bin ja der Professor. Was wisst ihr über die Artefakte? Was sind sie? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Okay. Also sie wissen eigentlich gar nichts. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Okay, also ich bin natürlich auf jeden Fall dabei, ne? You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Okay, ich habe was gekriegt und ich habe Level 3 gekriegt. Das ist sehr schön. Lass mal gucken. Schlüssel zur irgendwas mit der Loge, alte Heimat, sprich mit Sarah. Okay, machen wir gleich. Warte mal. Aber die hat gesagt, ich habe irgendwas bekommen, oder? Ja, eine neue Waffe haben wir nicht bekommen. Das müssen wir noch ausrüsten. Neuen Anzug, nee, achso, da war hier. Neuen Rucksack haben wir gekriegt. Ist der besser? Sieht auf jeden Fall cooler aus. Lass mal kurz gucken. Energie geht ein bisschen runter, dafür die physisch massiv nach oben. Ja, EM geht auch nach oben, das ist ja schon mal ganz gut. Ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall den hier. Zack. Ja, sehr schön. Ich brauche trotzdem noch einen Laden, wo ich das alles mal verkaufen kann. Was haben wir hier noch? Munition, Hilfe lassen wir so mal, Ressourcen lassen wir auch mal. Sonstiges lassen wir auch mal alles. Okay, cool. Warte mal, er hat mir das aber so komisch angezeigt, als wäre da noch was drin. Kann man das öffnen? Ja, Rucksack. Nee, kann man nicht öffnen. Okay. Cool. Ich habe einen neuen Rucksack. Wie man hier sieht, ja. Bin jetzt einer von der Constellation, habe trotzdem Piraten-Uniform an. Okay. Du wolltest mit mir reden? So, are you ready to get to work? Or was there something else? Okay, warte mal. Talk to you later. Dann, wir sprechen gleich mal mit ihr, weil wir wollen erstmal die anderen kennenlernen. Nö, kennen wir noch nicht. The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Sie ist ein bisschen bodenständiger als die Sarah, ne? Sarah hat was von meinem Zimmer, einem Zimmer für mich erzählt. Hat sie? Okay. Oh, gosh. No, I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go.
Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Also wie gesagt, sie wissen scheinbar nichts über die Artefakte, außer dass sie komische Visionen machen, wenn man sie angrapscht. Alles klar. Wie kann ich euch helfen, noch mehr in Erfahrung zu bringen? Wahrscheinlich mehr Artefakte finden, ne? Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Okay, das ist ja schon mal eine Aufgabe. Sie will organisches Zeug haben. There's a galaxy chock full of resources. The more data I have, the more thorough an analysis I can do. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Cool, machen wir auf jeden Fall. Ich habe bestimmt. Okay, let's take a look. Ressourcen. Fasern, ist das hier? Ich glaube, das ist es, ne? Was ist das eigentlich? Analgetikum, organische Ressource, die Komponent für Herstellung verwendet werden. Ja, es ist natürlich die Frage, ne? Da kann man natürlich, die könnte ich natürlich selber gebrauchen. Weil das Herstellungskomponenten sind. Aber ich gebe ihr das, glaube ich, erstmal, oder? Ja. Komm, wir geben ihr das erstmal. Wir werden ja wahrscheinlich immer noch was finden. So, jetzt hat sie die gekriegt. Habe ich jetzt dafür was gekriegt? Keine Ahnung. Außer den Artefakten, was gibt's noch so? Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. Aha, je. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Ich habe den Verdacht, dass wir hier wahnsinnig viel Zeit drin versenken können. Okay, die Vision, die ich hatte, was denkst du, was das war? Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. Okay. Sie haben nicht nur einfach Synapsen gefeuert. Das bedeutet was? Es gibt eine logische Erklärung. He did. At the time, well, it's Barrett. We weren't sure if he was kidding around. Clearly, he wasn't. Aber wer hat denn das dritte gefunden? Also eins habe ich gefunden, das ist das eine. Barrett hat das zweite gefunden und das dritte, wer hat das gefunden? Sure. I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. Ja, aber wer hat das dritte We're all gefunden? in this together now, right? Wer hat das dritte? Ihr müsst das dritte irgendwo herhaben. Habe ich organische Ressourcen für dich? Nein, habe ich wahrscheinlich nicht, oder? Great, let's see what you have. Jetzt habe ich wieder welche. Hä? Verkaufen. Ich könnte ihr die verkaufen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt wieder habe. Ach, das könnte ich kaufen. Nee, das will ich ja gar nicht. Händler kaufen, ich will was verkaufen. Ich bin verwirrt. Okay. Sarah hat von einem Zimmer für mich erzählt. Ach so, wie lange arbeitest du schon für die Sache? Well, Constellation's been around forever. More than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here. Und das zweite? Wo kommt das zweite her? Das sagt sie mir nicht. Okay. Planning on sticking around then? Good.
I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Na dann, gib mir mal eine Tour. So. Folge Noel. Mache ich, aber die bewegt sich nicht. Wie wir Noel folgen, das sehen wir gleich beim nächsten Mal. Bis dann denn, erstmal euer MisterFlagg aus Starfield. Tschüssi.